Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu den Discord-Bots mal wieder. Heute wollen wir einen kleinen Bot schreiben, der Senior Members produziert. Ja? Das bedeutet, wir wollen Members, die schon eine gewisse Zeit lang auf dem Server sind, quasi promoten, dass sie eine neue Rolle bekommen und diese Rolle kann dann zum Beispiel angewendet werden, um auf andere Channels zuzugreifen und so weiter und so fort. Ihr wisst, glaube ich, was man mit Rollen alles machen kann. Genau, und ja, das wird quasi automatisch zugewiesen. Das bedeutet, der Bot muss allerdings die ganze Zeit laufen. Das heißt, der Bot kann nie aufhören und er wird nur gestartet über einen Befehl und der Rest läuft dann vollautomatisch. Denn wir wollen das Skript ja nicht irgendwie einmal täglich starten müssen, sondern wir wollen ja, dass das durchläuft und zwar automatisch forever sozusagen. Und ja, deswegen sagen wir jetzt hier, okay, wir wollen einen Bot haben, der quasi die ganze Zeit läuft. Und das ist ein bisschen anders als bisher. Und wir werden außerdem noch ein bisschen was lernen über, wie man auf verschiedene Member zugreift und so weiter und so fort. Genau. Okay, zunächst einmal brauchen wir natürlich, also bei Help soll natürlich nichts passieren. Aber ja, genau. Und jetzt starten wir erstmal. Und zwar indem wir sagen, okay, wir wollen diesen Bot exakt dann starten, wenn wir sagen Senior Bot Go, ja. Das ist einfach nur zum Starten des Bots sozusagen. Und dann war es das eigentlich auch schon. Und danach müssen wir nichts mehr eingeben. Danach macht der Bot alles für uns automatisch. Das kann man natürlich auch wunderbar mit einer Webseite verknüpfen. Dann habt ihr das eben ausgelagert. Dazu schaut euch am besten die Flask-Tutorial-Reihe auch zu Python an. Die ist auf meinem Kanal zu finden. Und dann können wir hier erstmal alle Member auslesen und die auch ausgeben. Deswegen sagen wir jetzt hier erstmal Members ist gleich. Und wir gehen erstmal über die Message, weil wir ja quasi eine Message gestartet haben. Und das machen wir, Achtung, bei Python, beziehungsweise bei Discord, bei der älteren Version müsst ihr hier Server schreiben. Bei neueren Versionen eurer Discord.py müsst ihr hier Guild schreiben, okay? Das ist einfach ein kleiner Unterschied. Normalerweise werdet ihr aber wahrscheinlich über Guild zugreifen müssen. Und, also zumindest jetzt müsst ihr darüber wahrscheinlich über Guild zugreifen. Und dann über Members. So, und dann bekommt ihr quasi eine Liste aller Member und wir printen die jetzt einfach mal. Print Members. So. Und dann starten wir den Bot mal ganz kurz neu. Und sagen hier den Senior Bot Go. Wenn er sich eingeloggt hat, jetzt. So, hier probieren wir es einfach mal aus, wenn wir hier Senior Bot Go machen, was der dann sagt. Und wir sehen, bam, wir haben die Memberliste, die kennen wir, glaube ich, sogar schon, habe ich euch schon mal gezeigt. Das heißt, der Name, also mein Name ist Morpheus und dann Discriminator 9581, Bot equals false, das wird auch noch wichtig werden hier. Und dann haben wir hier die Guild, also quasi den Server. So, und ja, dann haben wir hier hinten noch wo ist er? Den Tutorial-Bot mit der ID 6319, Bot gleich True. Und ja, genau, das ist dann im Endeffekt der Member-Count hier hinten ist natürlich in der Guild auch noch drin. So, und jetzt wollen wir natürlich erstmal filtern, dass wir die Bots nicht haben, ja. Das heißt, wir sagen hier Members equals und dann erstmal eine Liste draus machen, Members, beziehungsweise halt nicht Members, sondern i for i in Members, if i, Punkt, wie hieß das ganze Ding, Bot, beziehungsweise if not i.bot. Ja, not. So, damit bereinigen wir quasi, also wir erstellen eine neue Liste und bereinigen diese von den Bots. Und dann printen wir einfach nochmal ganz kurz für unsere Convenience alle Members aus, damit wir jetzt sehen, wie das Ganze aussieht. So. Und wir sehen, tada, plötzlich ist der Tutorial-Bot weg. Und alle anderen Bots sind übrigens auch weg. Ja? Also ihr müsst den Bots zum Beispiel jetzt keinen VIP-Zugriff geben oder so. Oder halt keinen Senior-Member-Zugriff geben. Das ist meistens nicht unbedingt in eurem Interesse. Deswegen hier so ein kleiner Filter, den man vielleicht auch öfters mal brauchen kann. So, und ja, jetzt können wir einfach hier durchgehen und quasi jedem Member sagen, werde doch bitte Senior, falls du es noch nicht bist oder falls was auch immer. Und das machen wir über einen wunderbaren, nun ja, eine wunderbare Funktion, die wir hier haben, und zwar, beziehungsweise nicht Funktion, eigentlich ein Attribut, das jeder Member hier hat. Das heißt, wir iterieren jetzt einmal durch die Members durch, ja, for i in Members. Eigentlich könnte man das auch wieder so filtern, wie wir das hier oben gemacht haben, aber wir können das auch so machen, ist völlig egal. So, für jeden Member sagen wir jetzt, okay, wenn du so und so lange dabei bist, und jetzt kommt natürlich eure Kreativität ins Spiel, wie lange wollt ihr, dass die Leute dabei sind. Das heißt, wenn der Member, also wenn Members. Beziehungsweise wenn Datetime, achso, das habe ich noch nicht importiert, ne? Okay, müssen wir hier erstmal ganz kurz, ups.
import datetime, das ist quasi für Zeit, ja. Wenn datetime.now, also jetzt, wenn jetzt aktuell gerade die Zeit minus die Zeit, wo der Member gejoint ist, das heißt i.joined_add, wenn das größer ist als eine gewisse Zeit. So, jetzt haben wir natürlich eine gewisse Zeit in Millisekunden, ja, das heißt, Quatsch, stimmt natürlich nicht, wir haben hier das Ganze als Time Delta und jetzt können wir natürlich hergehen und sagen, so genau wie wir wollen quasi, können wir das Ganze ausrechnen. Und zwar bauen wir uns dann erstmal ein datetime.timeDelta draus. Das heißt, wir sagen, wie groß soll denn eigentlich unsere Zeit sein? Und da machen wir jetzt einfach mal, sagen wir mal 30 Tage, okay? Das ist jetzt erstmal so eine Variante, die man machen kann. Ihr könnt dann, ja, ich sollte vielleicht noch angeben, was das ist. Days ist gleich 30 natürlich. Ihr könnt da angeben, was ihr wollt. Also ihr könnt da wirklich hingehen und sagen Days oder Seconds oder Microseconds, Minutes, Hours, Weeks, was auch immer ihr wollt. Ich mache jetzt hier mal 30 Tage. Ich finde das eigentlich ganz gut. Das ist quasi die Zeit, nach der man Senior Member wird. Und dann printen wir mal, beziehungsweise nein, eigentlich brauchen wir das nicht. Wir können direkt einfach die Rolle angeben. Und zwar können wir einfach sagen, wir wollen jetzt unserem I, beziehungsweise wir müssen das über await machen, unserem I eine Rolle geben. Und zwar über client.add_roles. Und zwar wollen wir dem I eine Rolle geben. Das ist ja quasi der Member, den wir gerade überprüft haben. Und das machen wir ja quasi für jeden Member. Und dann sagen wir hier, wir wollen natürlich erstmal eine Rolle uns holen. Dazu brauchen wir noch eine weitere Sache, und zwar hier Discord, ich sollte vielleicht einen Punkt tippen, bevor ich Leertaste drücke, oder Steuerung Leertaste, so, Utils, selbstverständlich, so, und jetzt können wir hier weitermachen, beziehungsweise, nein, eigentlich wollte ich from Discord Utils etwas importieren, und zwar get. Ach Quatsch, das war die alte Schreibweise. Es tut mir furchtbar leid. Und zwar wollen wir hier natürlich einfach sagen, dass unser I direkt die Rolle bekommt. i.add_roles und dann getten wir die Rolle und fügen die dann. Und ja, ich habe das Ganze ausprobiert, weil ich mir als nie sicher bin, was jetzt die alte Schreibweise ist und was die neue Schreibweise ist. Sorry Discord, aber da habt ihr echt ein bisschen Mist gebaut. Wenn man schon davor angefangen hat, muss man sich jetzt wirklich alles wieder neu quasi beibringen. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber gut, also das ist die neue Schreibweise. Ihr kennt das eigentlich auch schon von, ich glaube, wir haben da schon mal so einen Bot gemacht. Genau, Reaction Roll, hier. Das ist sogar die richtige Zeile hier. Wir packen da quasi einfach genau die Rolle drauf. So. Und in unserem Fall ist jetzt das die Senior-Rolle hier, Kotlin. Wir können eigentlich auch was anderes machen. Wir könnten auch eine Senior-Rolle bauen. Das bleibt an euch überlassen. Und damit sehen wir, wenn ich das Ganze hier jetzt laufen lasse und dann den Befehl Server senior.bot_go eingebe. So, hier ist senior.bot_go und dann sehen wir hier, bam, der Morphos hat seine Rolle bekommen als Kotlin. Ich mache es nochmal ganz kurz, ja, damit wir es auch sehen. Also ich habe gerade die Rolle wieder rausgenommen. Senior.bot_go und Roles Kotlin. Wunderbar, das heißt, ich bin schon länger als 30 Tage da. Jetzt haben wir natürlich aber bisher nur diese Rolle sozusagen assigned, ja. Und das halt, falls wir so und so lange dort drauf waren auf dem Server. Jetzt müssen wir natürlich den Bot noch unendlich lange, unendlich ohne Befehl laufen lassen. Und das ist natürlich jetzt ein kleines Problem. Jetzt muss ich hier erstmal ein bisschen aufräumen, nämlich dieses Print Members, das stört ein bisschen. Ich mache hier mal ein Print rein. Added Senior Role for. Und dann machen wir hier i.name. Und plus i.discrim. Das ist mir zu kompliziert zum Schreiben hier. So, okay. i.discriminator ist quasi der Tag hinten dran. Dann machen wir noch einen Hashtag ran. So, und dann weiß jeder, wer gemeint ist. Okay. Gut, was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich, wir müssen hier irgendwie das Ganze unendlich lange laufen lassen. Und das machen wir. Achtung, und das hier muss auch ewig lange laufen gelassen werden. Das machen wir einfach, indem wir hier tatsächlich ein while true reinschreiben. Und das dann einrücken. So, wenn ihr das jetzt hier laufen lasst, dann wird das euren Rechner komplett auslasten. Deswegen ist das nicht unbedingt die beste Idee. Das heißt, ihr würdet hier wahrscheinlich die ganze Zeit
quasi von 24/7 diesen Bot hier von vorne bis hinten durchlaufen lassen. Also diesen ganzen Ding. Ihr würdet alle Member holen, ihr würdet gucken, ob die Member Bots sind und so weiter und so fort. Und das kann ziemlich anstrengend werden für euren Server. Das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen werden wir jetzt hier einfach was einfügen, Import Time. Und zwar werden wir hier sagen, ja gut, am Ende, wenn wir das gemacht haben, also wenn wir quasi mit allen fertig sind, dann sagen wir hier time.sleep und zwar in Sekunden das Ganze. Das heißt, wir haben erstmal 60 Sekunden, was eine Minute ist. Dann haben wir 60 Minuten in einer Stunde und dann haben wir 24 Stunden. Das heißt, dieser ganze Bot hier, der läuft einmal am Tag durch und dann war es das auch wieder. Das heißt, ihr führt das nicht die ganze Zeit aus, sondern eben nur einmal am Tag. So, und jetzt noch kleinere Feinheiten hier. Ich möchte noch mal ganz kurz die Members hier updaten, beziehungsweise einmal ausgeben. Und ich möchte hier noch eine Kleinigkeit hinzufügen. Und zwar packen wir jetzt hier mal die Rolle etwas weiter nach oben. Senior, ich mache das jetzt hier mal rein. Senior Role ist gleich so. Und dann holen wir uns quasi die Kotlin-Rolle und sagen natürlich hier unten, wir wollen die Senior-Rolle hinzufügen. Und dann filtern wir hier gleichzeitig noch was weiteres raus, nämlich wir wollen A, dass der Kerl kein Bot ist und B, wollen wir auch nicht haben, dass der schon ein Senior ist. Dann sparen wir uns quasi diesen Durchlauf hier, diesen Vergleichen, diese Rechenzeit hier, das sparen wir uns einfach. Das heißt, das Ganze läuft noch ein bisschen effizienter. Das heißt, wir sagen hier and not Senior Role in e.roles. So. Und das ist im Endeffekt eine Liste an allen Rollen, die der Kerl hat. Und wenn die Senior-Rolle drin ist, dann ist er dann halt auch nicht mehr hier in diesem Dings drin, in dieser Liste drin. So, wir machen jetzt das hier mal hier oben, also dieses Print Members, und dann machen wir dieses Print Members hier unten. Dann starte ich nochmal ganz kurz den Bot neu. Und dann gehen wir mal hier rein, und zwar auf unseren Discord-Server, geben hier wieder SeniorBotGo ein. Und gucken mal kurz, was er ausgegeben hat. So, einmal hat er eben hier oben die Members ausgegeben. Das heißt einmal Morpheus und natürlich den Tutorial-Bot und am Ende ist die Liste leer. Warum ist jetzt die Liste leer? Naja, ganz einfach, weil der Morpheus natürlich auch diese Rolle schon hat. Wenn wir jetzt diesen Bot hier neu starten und mir die Rolle wieder wegnehmen, also dass ich quasi kein Senior-Member bin, obwohl ich Admin bin, was keinen Sinn macht, aber pssst, dann müssen wir kurz warten. Und ja, dann, wo sind wir denn hier? Ich habe zu viele Fenster offen, es tut mir leid. Dann haben wir hier den SeniorBotGo und dann sehen wir hier, so, danach, also erstmal, das ist die obere Ausgabe, da ist Morpheus noch drin. Hier hinten ist auch noch der Tutorial-Bot und danach ist eben nur noch Morpheus drin, weil er die Rolle nicht hat, die Senior-Rolle. Und dann wird die Rolle hinzugefügt und dann wird der Bot einfach 24 Stunden schlafen gelegt. Okay, so und das ist quasi jetzt das, was ich machen möchte. Was ich jetzt noch ganz kurz hier dran ändern muss, ist folgendes Szenario. Ich mache mal hier das Timesleep auf 1 Sekunde runter. Das müsst ihr dann natürlich wieder anpassen, aber ich will euch noch was kurz zeigen. Beziehungsweise nein, ich mache es auf 10 Sekunden oder auf, sagen wir mal auf 60 Sekunden. Da muss ich kurz ein bisschen warten, aber ich kann euch ja rausschneiden oder ich kann euch den Teil ja rausschneiden. So, 60 Sekunden und dann wird jedes Mal der Member, also alle Member ausgegeben und dann werden die Member ausgegeben, die jetzt gleich assigned werden, ja. Und wir gucken uns das jetzt einfach mal ganz kurz an, was hier passiert mit dem SeniorBotGo erstmal. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweilig gerade, aber ihr werdet gleich was sehen. Und zwar erstmal, hier werden alle Member ausgegeben und dann ist die Liste leer. So, und das wird jetzt alle Minute ausgegeben und jetzt mache ich kurz was. So, was wir hier sehen können, ist hier oben ganz normal, wir haben den Morpheus, ja. Und dann natürlich den Tutorial-Bot und da unten die Liste ist leer. Und dann habe ich hier ein paar Striche eingefügt, das war da, wo ich fertig war. Und zwar habe ich meinen Test-Account auch noch joinen lassen. Sieht so aus, Morpheus Test. Und dann habe ich das Ganze nochmal laufen oder quasi einfach eine Minute gewartet oder halt keine ganze Minute. Und wir sehen hier, der Morpheus ist immer noch drauf, logisch. Der, wo ist er? Der Tutorial-Bot ist drauf, aber ansonsten ist nichts drauf. Und hier hinten steht Member-Count gleich 2. Das heißt, diese Members, die wir hier auf dem Server haben, die wurden nicht geupdatet, ja. Und das ist natürlich jetzt ein Problem, das wir zunächst einmal noch fixen müssen. Das heißt, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass die sich immer updaten, also dass die nicht warten, bis quasi irgendwas passiert. Das heißt, wenn ich jetzt den SeniorBotGo nochmal starten würde, wäre es natürlich jetzt mit beiden Accounts drin. Aber wir wollen natürlich, dass das Ding fertig läuft oder die ganze Zeit einfach durchläuft.
Also ihr seht, das Problem ist nicht ganz ohne. Wir müssen jetzt hier also irgendwie den Bot dazu kriegen, dass er jetzt hier nicht aufhört. Also das Problem ist quasi, er hat nur eine Momentaufnahme. Wenn die Message gesendet wird, dann ist das, was der Bot tut. Ja? Und ja, das ist dann auch alles, was der Bot tut. Also mehr tut er halt nicht mehr. Er holt sich nicht nochmal neu die Member und dadurch eben auch nicht die Member, die gejoint sind. Das ist natürlich jetzt für die meisten Bots nicht irgendwie wichtig, aber für unseren Bot, der ja quasi unendlich lange läuft, ist das ziemlich fatal. Und deswegen wollen wir jetzt hier diesen Bot damit ausstatten, dass er eine gewisse Aufgabe unendlich lange durchführt. Und zwar unendlich lange von vorne durchführt. Und dazu gibt es sogenannte Loops. Ja? Und die Loops, die führt man ein bisschen seltsam aus, und zwar muss man die oben drüber definieren. Dazu brauchen wir jetzt als allererstes mal, nun ja, wir brauchen eine asynchrone Funktion, also async def. Und dann sagen wir jetzt hier einfach mal, wir nennen das Ding add senior role. Das ist wie eine normale Funktion, nur dass sie eben asynchron vom restlichen Code läuft, okay? Und jetzt packen wir hier quasi unseren kompletten Code rein, also ab der while true, kopieren wir das Ganze hier rein und fertig. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Wir brauchen eine Nachricht, damit wir die Gilde kriegen können. Wir brauchen eine Nachricht, damit wir die Gilde kriegen können, also im Endeffekt brauchen wir die Gilde, ja. Und das können wir tun, indem wir tatsächlich hier dem Bot sagen, okay, hol dir mal deine Gilde, ja. Und zwar über get wieder mal, über unsere magische Funktion get von Discord Utils. Auch darüber haben wir die Rolle eben bekommen und so weiter und so fort. Und darüber kriegt man eben auch die Gilde. Das heißt Client.guilds, Guilds. Client ist ja schon existent. Das heißt, hier können wir einfach sagen, okay, wir wollen die Gilden rausholen, die er besitzt, und das liefert uns im Endeffekt eine Liste an Gilden. Da könnt ihr auch durch alle Gilden, also durch alle Server, Gilden sind Server, durch alle Server durchlaufen, wenn ihr das wollt. Wir beschränken uns jetzt gerade mal hier auf unseren Bot-Testing Server. Das ist der Name von dem Server, den wir hier gerade die ganze Zeit zum Testen benutzen. Also der hier, der Bot-Testing-Server. Ich glaube, das ist ein bisschen abgeschnitten. So, Bot-Testing-Server. Wunderbar. Okay, und jetzt können wir hier tatsächlich hergehen und sagen, so, wir brauchen Message nicht mehr, denn wir haben ja die Gilde. Okay, wir können quasi die Gilde holen und wir haben hier den Namen unserer Chefrolle, also unserer VIP-Rolle von mir aus. Und ja, dann können wir die Member ausgeben. Mal gucken, was das so macht. Eine Sache haben wir hier noch. Das Ding hier, das ist leider jetzt nicht mehr asynchron. Das kommt damit nicht klar, dass irgendwas anderes läuft. Sprich, wenn ihr diese Funktion hier startet, dann schläft euer kompletter Server oder euer kompletter Bot. Das geht natürlich nicht. Deswegen müssen wir hier das ganze Ding asynchron laufen lassen. Und dazu benötigen wir eine Bibliothek, die nennt sich asyncio.sleep. Und die ist quasi wie die normale Zeit. Und jetzt können wir hier 60 Sekunden Sleep einstellen. Async.io müssen wir erstmal noch importieren. Das heißt, wir sagen hier import this name async.io. Ich weiß, ich habe noch keine Tutorials zu async.io gemacht, aber ja, braucht man in diesem Fall auch nicht. Das ist im Endeffekt wie das Sleepen, das nichts anderes aufhält, was diesen Bot betrifft, okay? Mehr müsst ihr dazu gerade eigentlich nicht wissen. Das funktioniert auch wunderbar so. So, und jetzt haben wir noch eine problematische Situation, die zeige ich euch aber lieber, bevor ich sie einfach nur hier fixe sozusagen. Und zwar, jetzt müssen wir hier unten noch dieses ganze Ding als Loop, als Schleife sozusagen hinzufügen. Das heißt, das ist quasi was, wo wir sagen, hey, schau mal, das Ding läuft einfach die ganze Zeit, okay? Führ das regelmäßig aus, also für eine Aufgabe regelmäßig aus, und deswegen musst du auch quasi online immer updaten. So, und das machen wir jetzt hier, add senior role. So, einfach quasi die Funktion hier drin ausführen. Und das ist jetzt quasi das ist im Endeffekt unsere Funktion, die wir hier die ganze Zeit durchführen. So, und ja, jetzt starten wir den Bot mal. Er wird uns erstmal um die Ohren fliegen, das macht aber nichts. So, okay, wir sehen hier, also bevor der Bot irgendwie gejoint ist, hat er hier natürlich erstmal Schwierigkeiten, Member zu lesen, ja. Weil er natürlich auf der Gilde keine Member geladen hat bisher. Er ist ja noch nicht fertig damit. Er ist ja eben noch nicht ready, ja. Und deswegen müssen wir das eigentlich ein bisschen später ausführen. Ja, können wir jetzt zwar machen, aber wir können es auch noch viel besser machen. Wir können hier einfach tatsächlich ein Try drumherum packen und das Ganze hier ins Try reinstecken, weil das ist ja das, was wir probieren wollen. Während es kann natürlich auch schief gehen, und das ist uns eigentlich völlig egal. Es ist okay, wenn es schief geht, dann ist halt das ganze Ding noch nicht fertig mit Laden, ja. Oder es existiert zum Beispiel die Rolle nicht, ist auch nicht schlimm. Oder der Server existiert nicht, auch nicht schlimm. Dann machen wir halt einfach nichts, ja. Dann kriegen wir hier unten wahrscheinlich irgendwann einen Fehler.
Und hier oben warten wir jetzt sozusagen damit ein bisschen, bis der Server fertig ist mit sich einloggen und dann wird das Ding nach 60 Sekunden nochmal ausgeführt. Ihr seht, hier, jetzt hat er sich eingeloggt, obwohl das hier schief gelaufen ist. Und ja, jetzt müssen wir kurz warten, bis der Sleep hier fertig ist, dann führt er das hier nämlich automatisch aus. Jetzt haben wir nicht mehr die Funktion, dass wir das hier über SeniorBot Go starten, ja. Das wird einfach automatisch gestartet, ohne dass wir irgendwas machen. Wenn wir jetzt das über SeniorBot Go nur starten wollen würden, dann müssten wir da sozusagen noch einen zusätzlichen Abgleich haben. Das heißt, wir müssten quasi einen Channel durchlesen und gucken, ob da SeniorBot Go drin steht. Das könnt ihr schon alles, das zeige ich euch jetzt nicht. Für unseren Zweck reicht das hier jetzt auch völlig so aus. So, der erste Durchgang ist da und wir sehen, ja gut, es ist Morpheus drin, das war uns schon vorher bewusst und es ist natürlich der Tutorial-Bot drin. Das ist klar und das sind auch die aktuellen Mitglieder dieses Servers. Jetzt mache ich hier mal nochmal einen Invite für meinen alternativen Account und pausiere euch natürlich wieder mal währenddessen. So, und wir sehen, jetzt ist plötzlich hier der Morpheus da, aber eben auch der Morpheus-Test ist da, sonst wäre er danach nicht in der gefilterten Rolle. Und wir haben hier auch einen Member-Count von 3. Das heißt, wir haben hier quasi die ganzen Sachen abgedatet. Wir kriegen quasi immer neue Informationen vom Server und das heißt, wir können hier auch die Rolle immer wieder durchlaufen lassen. Dass übrigens jetzt hier der Morpheus-Test drin steht, hat nicht zur Folge, dass er auch die Rolle bekommt. Hier drin stehen nur alle, die die Rolle nicht haben und keine Bots sind. Er failt immer noch diesen Test, weil er nicht lang genug drauf ist auf dem Server. Das sehen wir auch hieran. Er hat nämlich die Rolle, wo sind sie, nicht bekommen. Also Roll Scotland hat er nicht bekommen. Und dadurch ist er eben auch kein VIP geworden. So, wunderbar. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch zeigen wollte dieses Mal. Ich glaube, es ist auch mehr als genug gewesen. Wir haben jetzt über 20 Minuten schon von dem Video. Und ja, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.